Hi Leute, zweite Folge vom Data Rant. Oral und ich hatten uns ja vorgenommen, ein paar Folgen über Applied Data Engineering Principles zu reden, was uns und unsere Tätigkeit als Softwareentwickler und Data Cloud Entwickler, Implementierer und Berater so über die Leber läuft. Und letzte Woche war es ein bisschen High Level und wir haben auch das Feedback bekommen, dass es zu wenig strukturiert war. Deshalb probieren wir jetzt ein neues Format. Und zwar wird immer einer der Host sein und der andere wird praktisch der Experte sein, der zu einem bestimmten Thema dann ähm, Dinge erzählt und seine Expertenmeinung preisgibt. Und ja, jetzt freue ich mich heute, dass ich den Host spielen darf und der Aurel der Experte ist. Ja, ich freue mich. Ich Ich bin bin normal gespannt, wie gut kein, das funktioniert. ja, ich bin normal kein Moderator im echten Leben, aber du bist zum Glück Experte im Bereich Data. Deshalb, genau. Ich tue so, als ob ich was könnte und du bist wirklich der Ja, und ich tue auch das so. tut. Ja, geile Überleitung zu Recap von der letzten Woche. Was haben wir, was wir gelernt haben? Aurel, willst du anfangen? Was waren Ja, deine gern. Äh, Learnings in der letzten also Woche? bei mir war es vor allem, dass Context-Switching einfach echt teuer ist. Also ich habe aktuell halt so viele Themen auf dem Tisch, mehrere Projekte, Schulungen und so weiter. Und da ist man einfach die ganze Zeit am Rotieren, kommen immer andere Themen. Und das ist echt schwierig irgendwie zu managen. Für mich zumindest. Da muss ich noch ein bisschen Strategie finden, wie ich das mache. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man irgendwie in den Griff kriegen sollte. Und ich weiß auch, dass das viele Leute nicht nur als Freelancer betrifft, sondern auch in Festanstellungen, weil auch da bei meinen meisten Kunden haben die Leute halt auch irgendwie gefühlt 20 Projekte auf dem Tisch liegen und das ist auch echt anstrengend, da immer hin und her zu wechseln. Und ich glaube, was viele unterschätzen, wie lange man einfach braucht, um wieder in ein Projekt reinzukommen. Also für 30 Minuten Zeit, da ist einfach, da kommt man nicht rein in so ein Projekt, gerade wenn man irgendwie ein bisschen was mit mehr Denken machen muss. Und das bremst schon ziemlich schnell auch die Motivation oder auch so die Effizienz und das Abliefern wollen an der Stelle. Das ist halt einfach keine nachhaltige Arbeit. Das muss man irgendwie schauen, dass man das gebacken bekommt. Ja. Aber du hast auch ein spannendes Thema. Das passte vielleicht ein bisschen besser zu meiner Überleitung, die ich vorhin gerade gebracht habe. Deswegen erzähl. Ja, genau. Also mein Learning ist wieder so dieses Imposter-Syndrom, vor allem in der IT ähm, und im Bereich Beratung. Und man schwankt immer zwischen absoluter Expertentum und überhaupt nichts wissen, so auch in den Projekte, wenn es dann mit ganz speziellen Technologien geht oder wenn Kundenpartner irgendein Tool einsetzen, das man eben nicht kennt, wo man dann überhaupt nichts drüber weiß und sich da erstmal aufschlauen muss. Ähm, Gleichzeitig sieht man dann immer diese YouTube-Talks mit 1 Million Views, wo irgendwelche überragenden Experten Dinge erklären und man kommt sich vor wie so ein Grundschüler, der jetzt zum ersten Mal irgendwie ein Python-Skript schreibt. Und ja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch diese Selbstsicherheit von anderen Menschen, die außen im Beraterumfeld unterwegs sind, die dann doch messbar weniger wissen. Und auch als Berater kommt man natürlich oder als Freelancer kommt man natürlich dann auch in die Projekte rein, die dann vielleicht nicht so gut laufen. Oft waren da schon deutlich größere Beraterfirmen vorher am Start. Und dann sieht man hinter die Fassade von den einzelnen Produkten. Ja. Und dann sieht man auch, dann fühlt man sich oft auch bestätigt in dem, was man tut. Und kann dann auch wieder so, sagen wir mal, so sein Imposter-Syndrom ein bisschen zurückdrängen, indem man dann einfach sieht, okay, ich kann jetzt denen helfen.
die haben da und da ein paar, oder die einen Kunden haben irgendwie noch ein paar Lücken, ähm, wo man dann einfach gut schließen kann. Also so dieses Imposter-Syndrom, gerade im Bereich IT und wahrscheinlich auch im Freelance-Berater-Dasein ist für mich ein riesen Thema. Und da brauche ich auch noch muss ich auch noch ein paar Strategien entwickeln, wie ich da gut damit umgehen kann. Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, was fast alle ja, Freelancer oder auch so im Data-Bereich eigentlich alle Menschen haben, glaube ich. Also egal mit wem ich rede, das ist immer ein Thema irgendwie. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man so die Außendarstellung oder Außenwirkung und Selbstwahrnehmung sind halt komplett unterschiedlich teilweise auch. Man kann halt selber sehr viel Zweifel haben an dem, was man vielleicht macht oder an dem, wie man es macht. Aber nach außen kann das halt komplett anders wirken und manchmal kommt man ja auch in Projekte rein und ist einfach als Externer per Definition irgendwie, ja, wird man als Experte wahrgenommen, was halt natürlich ist halt praktisch, aber das ist natürlich auch so, dass man selber trotzdem natürlich Zweifel haben kann oder an dem zweifelt oder an der Art und Weise zweifelt, wie man Sachen macht. Aber am Ende ist halt wichtig, dass es irgendwie funktioniert. Und ich glaube, was noch dazu kommt, und das ist jetzt eine ganz gute Überleitung zum Hauptthema, dass es halt so unendlich viele ja, Bibliotheken und Tools in dem ganzen Bereich gibt und jede Firma was anderes verwendet und man dadurch halt einfach, sag ich mal, immer auf Technologien und Tools stößt, mit denen man vielleicht noch nie gearbeitet hat. Und das sorgt natürlich auch für so eine Unsicherheit, bis man halt feststellt, okay, die Tools sind zwar alle ein bisschen unterschiedlich, aber die Grundkonzepte, die ganzen fundamentalen Prinzipien, die da dahinter stehen, bleiben halt trotzdem gleich. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ja, damit sind wir, glaube ich, Ja, auch beim und Hauptthema, oder? genau. Und meistens, ja, das Hauptthema, genau. Meistens im Data-Bereich ist es ja leider so, dass wir öfters, dass eine große Sprache da eben Python ist. Warum leider? Aus, mein, aus meiner Sicht kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man eine nicht statisch typisierte und nicht kompilierte Programmiersprache einsetzt, um Data Pipelines zu schreiben. Aber irgendwie sind wir an diesen Punkt gekommen. Nichtsdestotrotz gibt es auch ganz viele andere Programmierer da draußen, die eben nichts mit Python zu tun haben und trotzdem immer öfters die Hürde haben, Daten zu integrieren. Ja. Und da hast du letzte Woche einen ziemlich coolen Post gebracht, nämlich die Idee gedroppt, wie du ohne Python nur mit SQL Daten integrieren kannst. Ja. Und das hat mich natürlich gleich gehuckt, weil ja, weil das eröffnet natürlich für super viele Leute, die eben nichts mit Python zu tun haben, Entwickler und Analysten, die Möglichkeit trotzdem robuste Data Pipelines zu schreiben. Tell me more. Auch, Ja. geil. Ja, also der Post, da ging es um DuckDB und DuckDB ist halt so ein relativ neues Tool in dem ganzen Ökosystem. Ich glaube, das gibt es so seit 3-4 Jahren, weiß nicht, seit ein paar Monaten oder vielleicht seit einem Jahr ist auch, sag ich mal so, dass es halt produktiv irgendwie verwendbar ist, glaube ich. Ich habe das jetzt in den letzten Monaten ziemlich häufig verwendet, um quasi Datentransformationen und Data Pipelines zu schreiben. Ich muss sagen, ich habe das halt immer mit Python verwendet, weil oft ist halt nicht nur SQL notwendig, sondern auch noch so ein bisschen drumherum und es hat halt auch ein paar Vorteile. Aber an sich ist das einfach nur eine In-Process OLAP-Datenbank. Also man kann halt sehr gut analytische Queries schreiben und entwickeln. Das ist halt super cool. So ein bisschen wie SQLite an der Stelle, nur halt für analytische Queries und nicht für normale relationale Datenbanken. Und DuckDB bringt halt auch ein Command-Line-Interface mit. Und damit kann man halt komplett SQL-basiert Daten einlesen, transformieren und wieder in irgendwas ausgeben. Das ist halt richtig, richtig cool, weil man kann halt komplett auf Bash basierend im Endeffekt oder auf Bash-Skripten komplette Datenpipelines schreiben. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass das super skalierbar ist. Also es hat sicherlich seine Grenzen, das Ganze. Und es ist auch natürlich jetzt alles nur begrenzt gut testbar. Aber gerade wenn man irgendwie anfängt, was zu prototypen oder einfach auch Sachen zu analysieren, ist das halt schon ziemlich cool, weil man das auch alles lokal machen kann und keine Probleme hat. Da jetzt irgendwie erstmal ein
ClickHouse zu installieren, da Daten reinzuladen, dann irgendeine Engine draufzuwerfen oder auch die Engine zu starten und mit dem Server zu verbinden und diese ganzen Sachen. Das ist eigentlich ganz cool. Damit kann man zumindest so diese ganzen Grundtransformationen, glaube ich, die man machen kann, schon sehr gut abdecken. Ja, ich stell mir das gerade echt so vor, so du bist irgendwie so ein Mittelständler. Du hast eigentlich jetzt, sag ich mal, verschiedene Access-Datenbanken, Excel-Files, du hast vielleicht noch irgendwelche SQL-Server und Microsoft SQL-Datenbanken oder Postgres von einem ERP-System, das du anschließt. Und aber du hast kein Analytics-System, das praktisch über diese ganzen Quellen die fusionieren kann. Und was man Ja, früher gemacht hat, war oder was man dann typischerweise macht, ist so ein Jupyter Notebook. Ähm, aber was halt jetzt super cool ist, du kannst halt dieses DuckDB eigentlich als Federated Query Engine hernehmen und diese Daten einlesen. Excel hier, SQL, Postgres, drei, vier verschiedene Tabellen. Du joinst die und schreibst die dann praktisch in Echtzeit in eine CSV oder in ein Excel oder schreibst dir irgendwie ein Skript, das dann ein Chart im Browser anzeigt oder so. ja, Das wäre natürlich wieder ein bisschen mehr Entwicklungszeit, aber voll in SQL. Du brauchst nicht mal Python entwickeln. Du sagst nur, lies mir diese Tabellen in SQL. Du sagst mir, join mir diese Tabellen auf bestimmte Keys, auch mit SQL. Und dann machst du noch Aggregationen, Group by oder ja, Resampling auf Tage oder Monate oder Jahre, je nachdem, was es halt genau. Und ja. dann Wahnsinn. Es ist halt cool, dass man extrem viele Datenquellen anbinden kann. Ja, sowohl beim Input als auch beim Output. Also es gibt halt mittlerweile echt viele Konnektoren. Das ist, glaube ich, gerade Microsoft SQL genannt. Das ist, glaube ich, einer der Konnektoren, die es aktuell nicht so wirklich gibt. Aber so die anderen gängigen Ah, okay. Datenbanken äh, sind eigentlich alle angebunden oder kann man alle anbinden. Und man kann natürlich auch selber irgendwelche Plugins schreiben. Und das ist auch erstmal grundsätzlich kein Problem, auch wenn man dafür dann irgendwie in den C++-Code quasi sich reinfinden muss. Das ist natürlich die Frage, was man da jetzt für eine Expertise hat an der Stelle. Aber es gibt ein Template-Repository bei DuckDB auf GitHub und da kann man zumindest einfach anfangen auszuprobieren, würde ich sagen. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, weil ich noch keine Notwendigkeit bzw. Zeit dafür hatte. Aber grundsätzlich auf jeden Fall machbar. Ist natürlich wieder ein bisschen andere Expertise als jetzt SQL-Queries schreiben. Aber an sich geht das alles. Ja, also wusste natürlich nicht, dass es kein Microsoft SQL Plugin gibt, aber genau, also die Idee einfach, so eine Federated Ja, Query Engine praktisch in Memory zu haben und die einfach in Browser ohne Installation läuft. Also das ist ja nur ein Binary, glaube ich, geil, dass du dir runterlädst und dann mit einer Command Line praktisch ansprichst. genau. Also du kannst zum einen halt wirklich auf der Command-Line arbeiten, also wirklich als Command-Line-Interface-Tool. Das ist natürlich die eine Möglichkeit und seit 2 Monaten oder so gibt's noch DuckDB UI. Und das ist mit MotherDuck in Verbindung entstanden und da kann man halt wirklich einfach, glaube ich, DuckDB-UI in der Command-Line starten und dann im Browser quasi hat man so ein Interface, so ein Notebook-Interface im Endeffekt, was halt genau dafür gedacht ist, um, sag ich mal, einfach Statistiken zu machen, aggregieren, Ah, SQL-Queries. geil. Kann, glaube ich, auch Python, glaube ich, bin ich mir gerade unsicher, aber das ist halt sehr ja, niederschwellig, um überhaupt anzufangen. Und das läuft halt auch auf Ja, was heißt allem, quasi anfangen? auf Windows, Mac und Linux. Also soweit ich weiß, die meisten Tools, die möchten das irgendwie integriert haben. Also die meisten Business Intelligence Tools möchten Daten, die man praktisch visualisiert und analysiert, integriert haben in ihre praktisch Analytics Query Engine. Ja, Und da ist natürlich DuckDB dann doch deutlich besser, wenn man einfach Zero Copy, man hat das Excel sowieso immer die Excel-Datenbank sowieso immer irgendwo auf einem Netzwerkpfad liegen. Ähm, das heißt, es entfällt einfach dieser Schritt oder diese Batch-Job, die ganze Zeit das in einen Analytics Store zu laden. Und dann sagst du, das gibt noch ein UI.
Das heißt, also da gibt es auch schon so Dashboarding-Capabilities dann, oder wie verstehe ich Ich das? würde nicht sagen, es ist Dashboarding. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel an der Stelle. Es ist eher so eine Hm. Art Notebook-Interface, aber man kann halt seine Queries da laufen lassen und dann aus den Datensätzen, die rauskommen. Ich meine, das sind ja so vom Konzept Data Frames in Python. Da kann man sich halt einfache quasi Plots anzeigen lassen. Ich bin mir nicht sicher, wie reproduzierbar das dann quasi auch ausspielbar ist. Das ist dann schon etwas, was eher lokal läuft. Aber grundsätzlich hat man zumindest erstmal so einfache Visualisierungsmöglichkeiten. Gerade wenn man, ich glaube, es ist gerade interessant, wenn man noch in so einer explorativen Phase ist, wenn man vielleicht noch keine genaue Vorstellung davon hat, was in den Daten genau drinsteckt, wie die verteilt sind. Oder wenn das halt auch ausreicht für das, was man machen will. Wenn man jetzt natürlich irgendwelche sehr komplexen Dashboards hat, dann ist man wahrscheinlich mit einer echten Dashboarding-Lösung ein bisschen besser beraten. Aber auch da kann man als Query Engine ja DuckDB hinten dran setzen und dann einfach die Queries machen. Oder du kannst theoretisch auch mit WebAssembly DuckDB im Browser laufen lassen und kannst halt gegen beliebige Datensets eigentlich Queries machen. Weil du kannst ja jederzeit zu anderen Datenbanken quasi die Connection machen, also auch wenn die woanders sind. Du kannst die einfach attachen und dann dein Query dagegen laufen lassen und das ist natürlich schon eine ziemlich coole Sache. Die meisten Leute, die jetzt Wirtschaftsingenieure, Ingenieure, die von der Uni kommen, die haben denke ich mal, so ein Grundverständnis von SQL. Und Ja, dann oft brauchst du, zumindest, ja, dann, wahrscheinlich. also klar, sag ich mal, du bist ein Maschinenbauer, 500 Mitarbeiter, du hast wahrscheinlich gar kein Data-Team, aber trotzdem hast du die Interessen, sag ich mal, verschiedene Daten zu integrieren. Und das praktisch in Memory auf deinem MacBook kaufst du halt ein größeren Arbeitsspeicher, sag ich mal. Kaufst du 64 Gigabyte Arbeitsspeicher in deinem MacBook oder in deinem Notebook und, und hast dann praktisch schon eine Analytics-Lösung, die du praktisch direkt ausführen kannst, wo du sagen kannst, wenn ich Daten brauche, starte ich die irgendwie einmal am Tag und gucke mir in das Dashboard rein. Ohne das, also super niederschwellig eigentlich. Also du brauchst nicht mal Genau. irgendwie einen Server, einen zusätzlichen Server, der das Dashboard zur Verfügung stellt oder Software einkaufen und so weiter. Ist alles Ja, irgendwie also schon da. Ist schon ziemlich geil. der Vorteil, den ich da auch sehe, ist einfach, dass man mit einem normalen, handelsüblichen Laptop halt schon super viel machen kann. Ist ja auch so, dass DuckDB hat quasi, wie nennen die das, in Out-of-Core-Processing, glaube ich. Also sozusagen, es muss nicht der gesamte Datensatz in den Arbeitsspeicher passen, sondern der kann halt dann von der Platte nach und nach geholt werden, wie er gebraucht wird. Ich meine, klar, das ist natürlich, je mehr auf der Platte liegt und nicht in den Arbeitsspeicher passt, desto langsamer wird's. Das ist natürlich auch klar. Also es gibt schon sicherlich Grenzen der Sinnhaftigkeit irgendwann. Aber bis man die erreicht, kommt man schon sehr weit, weil so handelsüblicher Laptop heutzutage, keine Ahnung, gerade im Engineering 32 Gigabyte, 64 Gigabyte sind schon jetzt nicht unüblich, würde ich sagen. Zumindest in meiner Umgebung. Und da kann man schon viele Daten reinladen. Ja, so, zumal jetzt so File-Formate wie Parquet oder Afro oder Co. schon auch relativ kompakt sind. Also da kann man ja schon sehr viel machen. Ja, Klar, wenn du jetzt natürlich alles in JSON oder CSV hast, dann hast du natürlich schneller diese großen Datenmengen, die man so direkt lesen muss. Aber auch das geht halt mit DuckDB und das ist halt das Coole, dass du diesen ganzen quasi in Anführungsstrichen normalen Formate, die man so aus dem normalen IT-Leben von vor 15 Jahren halt noch kennt. Die kann man damit halt alle lesen und das ist aber halt bei vielen Firmen auch einfach eine große Datenmenge, die da vorhanden ist. Einfach irgendwelche Messreihen, die in einer CSV landen oder in einer Excel landen, irgendwelche Sachen, die vielleicht schon immer in Excel gemacht wurden, weil Excel ist halt immer der Endgegner in jeder Firma. Es wird so viel mit Excel gemacht und wenn man dann halt Sachen damit einfach einlesen kann, und dann ja auch seine lokale, auf seinem eigenen Rechner sozusagen eine Datenbank hat, die diese Sachen macht. Und da kann man schon coole Sachen machen. Und ja, ist halt alles Single Node. Also jetzt so im Vergleich zu Spark zum Beispiel ist natürlich so, dass das jetzt nicht unendlich skaliert. Aber ja, für viele Firmen reicht das halt auch. Gerade wenn man am Anfang steht, erstmal überhaupt anfangen will, Ergebnisse braucht, Ergebnisse zeigen will und halt nicht direkt in ein dickes Spark-Cluster investieren will oder kann.
ist DuckDB auf jeden Fall eine Lösung, die ich als sehr valide ansehe und die auch sehr mächtig ist und man auch sehr weit kommt. Weil wie viele Firmen haben schon irgendwie viele 100 GB am Tag an Daten? Klar, die gibt's, aber sehr viele Firmen haben die halt auch nicht. Und man könnte die auch ignorieren, die 100 Gigabyte, weil das nächstgrößere sind dann 100 Megabyte CSVs, die man dann wieder super gut, also wenn eine Datenquelle mehrere Terabyte ist, dann würde ich Genau. sagen, sammelt erstmal Erfahrung mit einfacheren Daten, bevor man losschießt mit Spark oder Massive Parallel Processing. Und auch aus Small Data kann man ja super groß schöne Werte oder Geschäftswert und Fortschritte erzielen, sag ich mal. Ja, Und da war ich super gehypt mit dem DuckDB, was du mir da, oder habe ich mir natürlich auch gleich angeguckt, klar. ja, die haben halt in den letzten Jahren, da ist halt einfach echt viel entstanden in dem ganzen Bereich. So früher hatte man halt Pandas und Spark und dieser ganze Bereich dazwischen mit so Daten, die wahrscheinlich ein bisschen größer sind als das, was man halt vielleicht mit Pandas typischerweise macht oder gemacht hat zumindest. Und wo Spark aber eigentlich viel zu groß war, da gibt es jetzt halt Polars, DuckDB, einfach Lösungen, die diesen Bereich gut überbrücken. Und das ist eigentlich eine coole Geschichte, weil man jetzt einfach mehr Optionen hat und passgenauer und auch damit irgendwie effizienter seine Datenqueries und seine Datenanalytics einfach bauen kann. Ich habe natürlich gleich geguckt, wie kann ich typsicher Daten in DuckDB einlesen, weil das ist ja mit Pandas unmöglich eigentlich. Also Pandas dazu zu bringen, CSVs wirklich immer typsicher zu parsen, ist Wahnsinn, fast unmöglich oder unmöglich sogar. Und da ist natürlich DuckDB alles als du schreibst eigentlich nur SQL und das ist super schön. Ja, Also der eine Use Case ist diese Analytics, auf der anderen Seite der Use Case ist ja auch noch, wenn du .NET oder Java Entwickler bist und Daten irgendwie hin und her schieben möchtest. Da ist natürlich ja, DuckDB auch überragend eigentlich, weil du sagst, ich brauche jetzt Daten in meine, in mein Application Backend aus einem ERP und ich kann das genau. einfach mit DuckDB kann ich diese Pipeline orchestrieren und rechnen. Ja, orchestrieren nicht, aber zumindest die eigentliche Ja, Ausführung passiert damit. Naja, du hast einfach einen SQL-Block, du kannst theoretisch mit einer Zeile einen Block in deiner Data Pipeline bauen. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber geht grundsätzlich. Und kannst damit im Endeffekt zwischen Datenbanken hin und her schieben. Also ich kenne auch genug Leute, die das machen. Die haben einfach quasi irgendeine Datenbank und das muss in eine andere Datenbank und da wird einfach DuckDB dazwischen gehangen, weil es halt einfach super easy ist an der Stelle und SQL halt in dem ganzen Data-Bereich halt eins der, ja, es kann halt jeder in zumindest einer Basic-Variante und viele halt auch in besseren oder viele haben auch einfach mehr Wissen darin als vielleicht jetzt mit Pandas oder Polars und SQL bleibt halt auch gleich mehr oder weniger. Also da ändert sich die API, wie die aussieht, nicht? Auch wenn es klar zwischen den Dialekten Unterschiede gibt, aber es ist jetzt nicht so, dass sich die komplette API jedes Mal verändert. So bei Pandas und Polars zum Beispiel ist ja so, dass die Polars API schon sehr anders ist als die Pandas API vom Grundkonzept. Das hat man mit SQL natürlich nicht so krass auf jeden Fall. und du musst einen eigenen Container bauen. Wenn du einen Python Runtime brauchst, dann hast du halt nochmal irgendwie nochmal ein gesamtes Tech-Stack, das du irgendwie Security patchen musst, testen musst, CI/CD Ja, aufbauen musst für das Zeug mit DuckDB. Es ist ja, eine, das also es stimmt. gibt diesen DuckDB Container, gell? Also Ja, es aber gibt du ja kannst diesen natürlich auch DuckDB ein Container, System den installieren, startest ne? Je nachdem, wie oder dein ja, Setup halt oder aussieht, ne. genau. Aber klar, also du kannst den Container Ah, verwenden, deine SQL-Datei oder deinen SQL-Query als Datei reinladen und das halt ausführen. Und das Query kannst du natürlich auch irgendwo in der CI/CD testen. Wie gesagt, SQL-Testen finde ich generell ist immer ein bisschen umständlich, gerade wenn es komplexer wird. Aber grundsätzlich geht's natürlich. Also so als ja, Abschlussfazit, ja, SQL testen ist blöd,
Aber, also bei SQL musst du eigentlich nur noch die Business-Logik testen, weil vom, vom, also ich meine, du hast dann die Daten typisiert, du beschreibst deine Transformation, du musst nur noch testen, ob die Transformation richtig funktioniert. Im Vergleich Genau. zu, sag ich mal, jetzt Python, wo du dann den Extraktor testest, wo du, sag ich mal, Type-Checking machst, Linting machst, dann die Integrationstests und eventuell noch End-to-End-Tests. Da hast du einen deutlich größere Aufgabe als ja, SQL. Ja, SQL-Testen ist blöd, aber die SQL-Tests musst du auch, wenn du es in Python implementierst. Also Ja, das kommt noch on top. genau. Also das ist ja auch so einer der Gründe, wieso gerade im Data-Umfeld gefühlt echt nicht so viel getestet wird, weil es halt einfach so viele verschiedene Aspekte sind. Ja, Also schon, meistens ist das so ein bisschen, ja, wir machen mal und das wird schon klappen. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber ist natürlich langfristig keine gute Option oder keine gute Lösung. Das, aber ja, so ist halt. Grundsätzlich finde ich aber DuckDB schon echt richtig gut. Also verwende ich super gern, kann man super viel mitmachen. Und klar, es gibt noch so ein paar kleinere, sag ich mal, Kinderkrankheiten vielleicht. Also die Fehlermeldungen zum Beispiel, die kommen, wenn irgendwas im SQL falsch ist. Die sind meistens nicht so aussagekräftig. Da steht dann meistens nur, ja, es gibt einen Fehler, so nach dem Motto. Aber ja, wenn man halt irgendwie, wie lang sind schon so typische SQL-Queries? Das ist natürlich auch so, dass man die mit DuckDB ganz gut splitten kann, wenn man will. Und dann kann man zumindest den Fehler auch schon ein bisschen einschränken. Ja, das ist soweit zu DuckDB, würde ich aber sagen. SQL, aber auch die SQL-Treiber von Python oder Spark bekleckern sich da ja nicht mit Ruhm, würde ich sagen. Also auch da ist ja dieses Debugging sehr kompliziert. Was natürlich auch verständlich ist, weil halt durch so Ja, diesen Query Planner und die Execution Engine und wie SQL praktisch dann wirklich ausgeführt wird auf der Hardware, ist es sehr schwierig, auch diese Trace herzustellen, wo ja, jetzt was kaputt geht. Genau, aber die Probleme bleiben praktisch bei DuckDB, aber sind natürlich auch bei Python oder anderen genau. Database Engines ähnlich blöd, leider. Genau, also bei SQL Alchemy kommen halt die Fehler manchmal schon, wenn das Query gebaut wird. Dann sind die noch ein bisschen schöner, weil die halt noch alle in Python stattfinden. Aber grundsätzlich klar, die Fehler sind unabhängig von SQL oder nicht SQL schon oft eher weniger toll. Aber ja, mit ein bisschen, sag ich mal, Erfahrung und ein bisschen Übung im Lesen von Fehlermeldungen kommt man da, glaube ich, ganz gut hin. So, wir haben schon wieder über 30 Minuten gequatscht. Ich glaube, wir müssen mal zum Punkt kommen, sonst hört uns keiner. Jetzt können wir Ja, wahrscheinlich schon ja. sagen, was wir, Ähm, jetzt können wir wahrscheinlich schon sagen, was wir wollen. Es hält niemand 30 Minuten durch, uns zuzuhören. Ähm, und ja, also als Abschluss, wie gesagt, DuckDB ist schon ziemlich cool. Generell ist es, glaube ich, oft so, dass Datenprobleme einfach falsch formuliert werden und man deswegen einfach so diesen Reflex hat, zu Spark zu gehen. Aber ja, mittlerweile hat man auch andere Optionen und DuckDB ist auf jeden Fall ein Blick wert. Man muss ja nicht direkt all in gehen, aber das mal für einen halben Tag auszuprobieren, ist, glaube ich, eine gute Idee. Und weil wir natürlich technikneutral sind, gibt's bei der nächsten Episode dann genau das Gegenstück dazu. Dann bin ich sozusagen der Host und Ulrich ist der Gast, der Experte an der Stelle. Und dann reden wir über Spark und wie wir die Probleme da vielleicht lösen können. Wie ja, Massive Parallel Processing, was das für Vorteile hat, wo vielleicht die Probleme sind, ab wann es Sinn ergibt, das zu verwenden. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. ja, vielen Ja, Dank, Oral, dass du jetzt so ein cooles Tool mitgebracht hast. Auch ich konnte da schon einen Kunden glücklich machen damit. sehr schön. Ähm, ja, und ich, also es wirklich, bin beeindruckt von was haben wir die letzten 10 Jahre gemacht mit Infrastruktur und so weiter, wenn man halt diese Großteil der Datenprobleme einfach super elegant auch so lösen können. Klasse. Ähm, Freue mich aufs nächste Mal. Hab schon einige Ideen.
Sehr schön. was ich dich fragen will bei DuckDB und vielleicht, also dass wir wollen einfach die Unterschiede rausarbeiten Ja, und die Use Cases rausarbeiten. Da freue ich mich. ich Danke mich für auch. deine Einblicke Vielen Dank für deine Fragen und und vielen Dank an alle bis, Zuhörer natürlich und bis zur nächsten Episode. Mal gucken, wie schnell wir das schaffen dieses Mal. in 2 Tagen. Ja, schauen wir mal. Tschüss. Ciao. Ciao.